Dieses Video ist für dich, wenn du dich für Detox, Parasiten-Cleanse und Fasten interessierst. Ich werde nämlich morgen offiziell einen Conscious Detox Parasite Cleanse starten, wo wir anfangen, den Körper komplett zu resetten, erstmal mit basischem Essen, was ich schon gestern gestartet habe, dann Saftfasten, Wasserfasten und ganz, ganz viele andere Tools, die wir an die Hand bekommen, um halt die Parasiten aus unseren Darmen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ungefähr 90% oder sogar mehr unseres Immunsystems liegt im Darm. Das heißt, wenn wir uns nicht um unseren Darm kümmern, dann sieht unsere Gesundheit auch nicht so prickelnd aus. Und da ich tatsächlich noch nie so lange gefastet habe, also ich habe einmal Dry Fasting gemacht für 2 Tage, aber ansonsten habe ich und Intervallfasten, gut, das mache ich aber seit Jahren, also Intervallfasten ist nichts Neues für mich, also für die das nicht kennen, gibt es verschiedene Arten von Intervallfasten. 16-8 ist, was die meisten machen, also 16 Stunden Fasten und 8 Stunden in diesem Zeitraum kann man was essen. Ich habe das damals, ich glaube 2017 angefangen und mache das seitdem her eigentlich, also immer, aber sehr intuitiv. Das heißt, ich höre sehr, sehr stark einfach drauf, was mein Körper braucht und darauf höre ich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie auf irgendwas verzichte, merke aber, dass es einen extremen Unterschied in meinem Energielevel gemacht hat. Ich einfach produktiver bin, mich besser fühle, nicht mehr so heiße Hungerattacken habe, wie ich früher hatte. Ich habe immer gegessen, morgens, abends, immer. Und seit ich halt Intervallfaste, ist es halt nicht mehr so. In den letzten Monaten bin ich dann umgestiegen, tatsächlich auf einmal und bis zu 2-mal am Tag zu essen. Auch einfach, weil ich einfach weiß, dass Fasten sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Bin aber auch da sehr intuitiv, da ich auch der Meinung bin, dass nicht jede Methode für jeden gleich funktioniert. Für manche manche brauchen einfach einen anderen Rhythmus, also deswegen ist es immer wichtig, auf den eigenen Körper zu hören. Ich habe zum Beispiel irgendwann dann gemerkt, dieses nur einmal am Tag Fasten tut mir nicht mehr so gut, wie es damals getan hat. Habe dann wieder mehr gegessen, mir ging es wieder besser und dann hatte ich wieder den Impuls gehabt, wieder nur einmal am Tag zu essen. Das war genau perfekt. Also da vertraut wirklich da euren Impulsen und eurer Intuition. Genau, also was ich aber jetzt mache, ist nochmal eine komplett neue Erfahrung für mich, da ich noch nie, sage ich mal, für so einen langen Zeitraum gefastet habe, plus in Begleitung. Also ich habe mir da einen Online-Kurs oder gleichzeitig auch ein Coaching gebucht, wo ich, sage ich mal, in der Gruppe für 10 Tage geguidet oder begleitet werde für ein bewussteres Leben und gleichzeitig halt auch ein Detox von innen wie von außen. Und da würde ich euch die nächsten Tage sehr, sehr gerne mitnehmen. Ich werde Vlogs drehen. Also falls du mich noch nicht abonnierst und das Thema dich interessiert, dann abonniere mich sehr, sehr gerne. Glocke einschalten, damit ihr kein Video verpasst. Aber ich kann euch sagen, es ist extrem interessant, also was ich jetzt allein schon gelernt habe, ist einfach unbezahlbar und deswegen freue ich mich sehr auf diese Reise. Und falls ihr gar nichts mit Parasiten anfangen könnt, ich glaube, wir haben alle Parasiten und warum ich die Parasiten auch rausbekommen möchte, ist einfach, weil ich weiß, dass ich persönlich würde schon behaupten, dass ich ziemlich gesund und mich bewusst ernähre. Jedoch liebe ich es halt auch einfach, mir zu gönnen, was ich auch sehr oft mache. Also auch wenn ich nur einmal am Tag esse, gibt es mir immer danach ein Dessert. Und das passt jeden Tag. Was auch gar nicht, sag ich mal, so schlimm ist, wenn man sich halt mal öfters gönnt. Jedoch darf alles erstens mal in Maßen sein und zweitens ist es für mich gerade so, wie könnt ihr euch vorstellen, dass ihr immer mal ein bisschen sauber macht, aber da und da im Haus ist immer noch irgendwie Staub und ein bisschen dreckig. Und ich habe das Gefühl, ich will mal einen kompletten Haushaltsputz machen in meinem Körper. Und genau, den Impuls hatte ich und deswegen möchte ich es einfach machen.
weil ich auch zusätzlich einfach weiß, dass diese Parasiten auch nicht nur einen starken Einfluss auf unser Immunsystem haben, sondern auch auf unsere Emotionen, weil sie bestimmte Signale an unser Gehirn einfach schicken können, wo wir dann manchmal das Gefühl haben, oh, wir haben keine Kontrolle mehr darüber. Das ist durch die Parasiten, die sich natürlich von sehr ungesunden Sachen wie frittiertem Zucker, Getreide ernähren. Dadurch vermehren sie sich. Wenn alles, sage ich mal, in Balance ist und es, sage ich mal, wenige Parasiten sind, ist es nicht so schlimm oder man merkt es aber nicht. Man merkt es nicht so sehr. Aber wenn man zu sehr die Parasiten füttert und dementsprechend die Parasiten sich auch vermehren in unserem Körper, haben wir ja einen sehr starken Schwächeabfall, Heißhungerattacken, werden schneller kränker, fühlen uns schwach. Also das sind ein paar Symptome, die ich gerade aufzähle, wo man sich einfach sicher sein kann, dass da vielleicht ein paar zu viel Parasiten im Körper sind. Ja, und da mich Gesundheit und allgemein holistische Lebensweisen interessieren, habe ich mich dafür entschieden, jetzt auch diese Erfahrung zu starten. Es wird bestimmt eine Challenge für mich, weil ich Essen liebe. Also auch wenn ich nur ein oder zweimal am Tag esse, trotzdem esse ich dann halt auch richtig. Also eine gute Portion ist immer am Start. Und halt auch meine Desserts. Was ich nicht mehr so mache, ist snacken, aber auch, weil ich mich halt dran gewöhnt habe, diese Routine mir aufzubauen. Einfach, ja, weil ich halt weiß, dass Zucker extrem ungesund ist, einer der größten und meiner Meinung nach halt weit verbreitetsten Drogen. Etwas, was einfach süchtig macht und wo viele das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle mehr rüber. Deswegen, habe ich eigentlich schon seit einigen Jahren Step by Step ziemlich drauf geachtet, dass ich mich ganzheitlich gesund ernähre, auch generell mich bewege und einfach auf einen gesunden Lifestyle achte. Und die erste Phase, die Preparation-Phase, hat bereits vor ein paar Tagen begonnen. Also da haben wir so eine Parasitentinktur, also alles mit natürlichen Ölen, haben wir schon zu uns genommen. Und sollen einfach mehr mit Bewusstsein einkaufen gehen, also auch uns fragen, woher kommt das Essen überhaupt? Was ist in diesem Essen drin? Ich esse ja normalerweise sehr gerne auch draußen, weil ich sehr gerne bedient werde und ich mag einfach den Vibe in manchen Restaurants und ich liebe es auch, verschiedene Küchen auszuprobieren und deswegen war ich sehr, sehr oft draußen essen, jetzt vor allem in Berlin, weil es hier so viele Angebote gibt. Habe aber die letzten Tage umgestiegen, auch wieder ein bisschen mehr selber zu kochen. Ich koche auch sehr gerne und auch sehr lecker. Genau, aber diesmal war halt wirklich die Intention natürlich bezogen auch auf den Detox, dass wir basisch uns ernähren und non-processed food, also kein verarbeitetes Essen, sondern alles halt, was natürlich ist, kein Getreide, kein Zucker. Habe mir eine Bowl gemacht, die war auch echt gut, auch wenn ich echt normalerweise alles mit Soßen esse, weil ich irgendwie Soßen, irgendwie habe ich mich dran gewöhnt, hat immer lecker geschmeckt, aber diesmal, weil ich einfach weiß, hey, ich will das auch wirklich durchziehen, ich habe mir das jetzt vorgenommen, da habe ich auch, sage ich mal, Step by Step mich etwas umgestellt oder meine Routine zumindest mal für die 1-2 Wochen hier angepasst und habe mir dann was ganz Leckeres gemacht. Also ich glaube, die Tomaten, die Karotten waren raw. Dann habe ich Süßkartoffeln, rote Beete und Brokkoli alles in einem Topf gekocht. Das Einzige, was ich angebraten habe, waren Zwiebeln und Pilze. Und Linsen habe ich im Wasser gekocht. Ich habe alles, sag ich mal, erstmal ungewürzt gekocht. Als alles fertig war, habe ich das mir dann zurechtgelegt und erst am Ende Olivenöl, Limette und Salz und Pfeffer drüber gestreut. Und ich muss echt sagen, es hat mega gut geschmeckt. Also es hat gut geschmeckt und ich habe mich danach gut gefühlt. Also leicht, nicht so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bestimmt, wenn ihr irgendwie zu viel Getreide oder so isst oder Zucker, dass ihr euch nach dem Essen extrem müde und ausgelaugt und fertig fühlt.
Und ja, Essen sollte normalerweise im besten Fall die Energie geben und nicht umgekehrt. Wenn du das umgekehrt verspürst, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass du nicht das Richtige isst oder etwas, was, sag ich mal, förderlich ist, um dem Körper Energie zu schenken. Und es ging auch einfach darum, wieder Bewusstsein dafür zu schaffen, wie schmeckt denn eine einzige Frucht oder ein einziges Gemüse alleine. Habe tatsächlich alles einzeln erstmal gegessen, bevor ich es gewürzt und mit Olivenöl beschüttet habe oder verfeinert habe. Und da ich auch alles Bio gekauft habe, also alles von Alnatura, es hat richtig gut geschmeckt. Also das macht echt so einen Unterschied, wo du dein Gemüse und Obst herholst. Ich glaube, wenn ich das jetzt irgendwie das billigste von Aldi oder so oder Lidl, weiß ich nicht, ob es so gut geschmeckt hat. Also Bio ist nochmal eine andere Sache. Wenn es Bio ist, dann schmeckt es halt schon. Aber ich merke halt schon auch echt einen Unterschied in der Qualität. Natürlich ist es teurer, aber es ist halt auch deine Gesundheit. Und ja, deswegen habe ich da jetzt auch drauf geachtet. Vor allem jetzt halt diese Woche, wo ich halt diesen Detox mache, dass ich da auch ja, die beste Qualität einfach hole und besorge. Und ja, es hat alles super geschmeckt. Also was man noch da reinmachen könnte, wäre Avocado. Ich liebe Avocado über alles. Und ja, ansonsten kann man sich einfach die Bowls irgendwie selber zusammenstellen. Es gibt noch ganz, ganz viele Dinge, die man so raw essen kann. Morgen beginnt es dann offiziell. Ich bin ganz gespannt, weil wir auch jeden Tag einen Zoom-Call haben. Und ja, einige Tools haben wir schon mit an die Hand gegeben bekommen, die ich sehr, sehr interessant finde, da ich teils einiges schon kannte, also sowas wie Kokosnuss Oil Pulling, also jeden Morgen, wenn man, sage ich mal, Kokosnussöl in den Mund nimmt und dann halt, sage ich mal, seinen Mund damit spült, dann zieht dieses Kokosöl diese ganzen Bakterien, die wir im Mund haben oder die sich in der Nacht auch angesammelt haben, aus unserem Mund. Und ja, es ist einfach gut für unsere Mundhygiene, es hilft gegen Mundgeruch, die Zähne werden dadurch natürlich weißer, es ist gut für euer Zahnfleisch und es bringt einfach viele Dinge mit sich, was ich, sage ich mal, vor diesem Detox schon wusste. Jetzt nochmal bewusst anfange mit diesem Detox. Zungenschaber wurde empfohlen, was ich auch schon länger mache und auch euch nur empfehlen kann, wer es noch nicht macht, sich die Zunge jeden Morgen zu schaben. Ihr werdet merken, oh, da ist so ein Belag auf der Zunge und das sind alles einfach ja, Bakterien und Viren, die sich einfach in der Nacht angesammelt haben und die man durch das Zähneputzen auch nicht ja, rausbekommt, außer ihr putzt die Zähne mit der Zahnbürste. Aber ich finde ein Zungenschaber extrem effektiv. Hilft auch einfach nochmal euer Immunsystem zu pushen und ist auch schon seit Jahrhunderten im ayurvedischen Bereich bekannt. Genauso wie Oil Pulling. Ja, es werden noch einige andere Tools dazu kommen, sowas wie Heilerde, Aktivkohle, Natron, Flohsamenschalen und Wodka muss ich mir holen, nicht zum Trinken, aber zur Reinigung der Haut und das werde ich euch die nächsten Tage nochmal genauer zeigen und euch mitnehmen. Aber es sind einige interessante Dinge, ja, die ich diese Woche angehe und ja, bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Falls euch diese Videoreihe gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Teilt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon gefastet habt oder etwas in dieser Richtung. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, mich mit euch auszutauschen. Ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye. Ciao, ciao. Übrigens könnt ihr auch das Wasser tränken, mit dem ihr das Gemüse gekocht habt, weil was viele gar nicht wissen, das sind nämlich ganz, ganz viele Vitamine, die auch rausgehen und dann halt, ja, auch im Wasser sind, was wir normalerweise dann wegschmeißen. Das könnt ihr auch trinken, könnt dazu auch noch frische Orange und Limetten oder Zitrone reinmachen und dann schmeckt es auch gut.